Wann bist du auch schlafen gegangen, dass du so fit bist? Wie geht das? Ich bin circa eingeschlafen um 1:30 Uhr oder so. Ja, ging nicht früher. Ich war noch zu hyped vom Best of 5. Hab noch ein bisschen meine Wohnung weiter aufgeräumt. Ich habe gestern angefangen, meine fucking Küche zu packen. Ich muss sagen, es gibt ja nichts Schlimmeres, als eine Küche packen zu müssen. Das trillt mich so hart. Das Geschirr einzupacken und ordentlich zu machen, ist ja so unmöglich. I hate it. Support champion, maybe it'll be Yorick this time. Pick 4 other champions and then win 1, 2, 5. Vega support? And if you notice some exhaustion, they can't keep getting away with it. Someone has to stop. Es ist ja unbefriedigend, du kannst die Box gar nicht richtig voll machen. Das ist so scheiße. Gläser hat er einpacken. Nein, wenn die Gläser kaputt gehen, dann ist es so. I don't care at this point anymore. Ihr müsst mal sehen, wie ich die Gläser transportieren werde. Wenn die kaputt gehen, dann ich war gestern so sauer. Ich war gestern so sauer. Alistair Aatrox, that's what I want. Not Azir. I feel like Azir would be... Oh, if they pick Renata as well, I'm gonna be so sad. I mean, honestly, I think the Karma was fine. What do you mean, Rippgläser? Nein, die werden, das wird halten, das wird halten. Das wird halten. Komm, ich zeig euch einmal, wie ein Glas, komm. I know that the win rate isn't great, but it had a incredible amount of prio. I want to again reiterate. Faker has been bopping people with Oriana. Ich habe so ein großes, also ich mache halt alles sehr effizient, damit die Box mehr reinpasst. Ich habe eins ein Ikea-Glas und in dem Ikea-Glas ist noch ein Ikea-Glas. Und dadurch, dass es so ineinander ist, bewegt sich das nicht so sehr, weißt du? Und dann kriege ich das Platz effizient und dann habe ich daneben so die Topflap meiner Großmutter und die blocken es dann und dann geht das nicht gegeneinander, das ist voll gut. Das ist broken. Das wird hundertprozentig klappen, das wird alles klappen. I don't know, like if he was playing like Nautilus or Blitzcrank, it would also have been just as bad. Might have been a little bit better. Maybe, really? Yeah. I feel like you'd und hier even closer genau das gleiche nochmal. Seht ihr das? Das hält auch, das hält. Ja, das hält, das hält, das hält. And you're gonna need to find that because they have locked in the Aatrox once again. If it ain't broke, do not fix it. I think the Rel as well needs to be considered as a ban, if not just to make owner happy, so he doesn't have to play it. But if you do ban the Rel, perhaps he just. Ich bin so tiltet, Mann. Ich hab gar keinen Bock, die scheiß Küche noch weiterzumachen. Das ist einfach nur schlecht. Ich hasse das. That has been working out very, very well for a lot of our players. Hasse das, ich 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 hasse das. Ich hätte definitiv irgendwie in unser Unternehmen buchen müssen, das für mich packt. Dann eine Scheiße. Ja, die Küche ist einfach scheiße. R for Jarvan yourself here. Jarvan is really good with specifically the Orianna. Not going to be the case, as we do have a lot of similar matchups. But the Renata is going to get taken. Sowas kostet an der 1800. Das kostet doch niemals 1800 Euro. Niemals. Du trollst. Gibt's in der neuen Wohnung auch wieder eine Roomtour? Nee. Vielleicht am Ende. Nicht, wenn ich drin wohne, sondern vielleicht, wenn ich wieder ausziehe. Dann gibt's vielleicht eine Roomtour. Going to make owner happy, but they will work with the composition. You could also pick Maokai and flex it if you would like to. Actually quite like Maokai with... Du gibst ja einfach T1 ihre besten Champions, ne? Also, was denkt sich bitte Fox dabei? Ich weiß es nicht. Sapling value, which is pretty cool. Rel is going to be taken away though, so not going to see that one. Is this the classic carrier NEEKO support? Because that has been a while. Or NEEKO jungle. NEEKO jungle. Ich weiß es nicht, warum sie das so machen. Oh, no. I'm so silly. It's obviously Orianna support. Ah, yes. Ah, no, it's the Aatrox support. Yeah, you hit the Gets me every time. Yeah, you hit the Q1 and then yeah. Ja, nee, ist einfach NEEKO Support. NEEKO Support wie in der LCK auch. You both build lethality. Das ist einfach zu free für T1. No joke, ist einfach zu free. Hat gerade wirklich Fox Renata gebannt, nachdem sie Kalista gefirstpickt haben. Ich bin mindblown. Ich bin mindblown. Don't do him like that. Alistair is one that we would often think about when paired with the Kalista. And yes, they've learned the lesson. Now the problem is, I don't know if it'll be good, because I can't imagine that playing Alistair level 1 into Kalista, or sorry, Varus and NEEKO early on is going to be somewhat of a nightmare.
Oh, we Ramesing? Into Kalista. Have we just come from the school of Pyoshik? Oh, owner is allowed to have fun. That's too much fun. That's too much fun. It's Ja, ich glaube, Niederli wäre ein bisschen zu viel Spaß. Nocturne ist fein. Nocturne Oriana ist ja fein so, aber Niederli wäre echt sehr lustig gewesen. Ja, ist viel, Leute. We can't lose. Wir kriegen Botlane 5 Platten. Gegner draften Kalista, Alistair gegen uns. Owner Puff Botlane Level 3. Covert Lee Sin. Wir nehmen 3 Platten Level 2 oder so. Keine Ahnung, das ist fucking free win. Mit dem Matchup hat Faker so viel Pressure. Top-Lane-Matchup ist Outscaling. Bottom-Matchup ist so hart im Lane-Doomed. Und Jungle-Matchup mit Oriana ist auch free. Für die Nocturne-Oriana-Kombination. Draftet man den Nocturne ja basically ausschließlich. Also ja, I mean, look at Kere. Er weiß schon, es ist 2-0. Er ist fast schon gelangweilt, weil es auch free ist. Trust. Ey, danke dir Starfall für den 410. Danke dir, Bro. Ich gehe Bot in Turm 5 Minuten. Ja, vielleicht nicht 5, aber so 10 Minuten 2v2. Es sind nicht Caitlyn-Looks, die werden sich ganz so schnell schaffen. Junge, look at diese geilen Trikots, die die Boys schon haben. Ich will auch ein Trikot haben mit 4 Sternen, Mann. Aber als ich es kaufen wollte, war alles schon ausverkauft wieder. Du musst T1-Member sein. Auf der T1-Member-Plattform, wo du dann monatlich irgendwie 30 € zahlen musst, dann kannst du Merch früher bestellen. Und ich sag, wie es ist, ich bin zwar ein Fan, aber ich lasse mich trotzdem nicht scammen. Was zum Fick ist das denn? Oder fucking Abonnement, um dann früher bestellen zu können, aber... Das ist wie Kirchensteuer, nur ohne Benefits. Was sind die Benefits bei der Kirchensteuer? Ich war jetzt schon gefühlt ewig auf mein Faker-Hoodie. Wie lange war es schon drauf? Wie lange? Welchen Hoodie hast du dir gekauft? Den grünen? And early jungle tracking gonna be really big. Personally do hope that T1 is able to at least know where Willer starts. Dass sie keinen EU-Shop haben, ist so dumm. Bald. Denn bald wird Tolkien 1 zum T1 Ambassador. Und dann wird mein Merch-Shop auch T1-Merch enthalten. Und dann muss ich Low Royalties an T1 abgeben, aber dafür gibt es dann offiziellen Merch, den wir vermarkten. Trust. Ah, wird nicht passieren. Aber wäre schon sehr witzig. Und jetzt wird... Oh, Combo gibt es natürlich noch nicht, aber kleiner Knocker mit Q. Kiria macht guten Schaden, denn er hat Dorans Ring. Wie immer, ne? Support resettet. Und nur die 4. Minute für Support-Item, wenn du Early Game Dominanz haben möchtest, das ist nice. Kiria, let's go. Okay. Wir werden gefickt. Alistair hat uns Level 1 Hops genommen. Er hat 2 Qs Level 1 getroffen. Gegen NEEKO und gegen Varus. Das darf nicht passieren. Lol. No, he doesn't know about the weakness of Alistair level 1. He doesn't know he's not a champion. No. And people say that he only has 1 spell level 1. That is not true. He's got 2 or 3. He's got Flash, Ignite, and he's got Pulverize. Boom! And he still has better Flash now as well, because of course the best players take Hex Flash. That's just how it goes. All right, that's a lot of value as FearX already doing exactly what they need to here. Let's check this one out one more time. Let's check this out one more time. Just in range of the Varus and ja, also dass er 2 Qs Level 1 darf nicht passieren, Leute. Das ist natürlich absolut illegal. Ich hab den ja wieder vergessen, die Timer auszumachen. Das muss ich... Ach, scheiße. Da muss ich das wieder machen. There we go. Ach, die Scheiße. Warum spielen die Window? Dafür gibt es 2 Gründe. Grund Nummer 1, die Oldschool-MOBAs in Korea, vor allem Chaos, als auch, glaube ich, irgendein anderes MOBA, das Namen ich vergessen habe,
war in einem anderen Layout drin, in diesem Window-Layout, beziehungsweise halt in irgendeinem anderen Bildschirmformat. Und der zweite Grund ist, dass die Supporter, früher konnte man League of Legends noch nicht copy-pasten. Und ja, dann hatten die Supporter oftmals ein Editorenfeld offen gehabt, ein Notepad. Und da haben sie dann die Summoner-Spells eingetragen. Deswegen haben wir ganz viele Supports in Korea, China, die auf Windows spielen. Damit sie dann aus dem Notepad raus die Summoner-Spells reinkopieren konnten. Und ihre Timings. Yeah, that's probably going to be a double scuttle here for Owner. Gonna be very happy with an early start to his level 6 journey. And there isn't really a lot of ability. Ja, also das können die beiden möglichen Gründe sein für Executes. Bildschirm. Bewegt man dann die Cam? Ja, du bewegst einfach die Cam im Window-Modus, kannst ja rein windowen und dann die Cam bewegen. Du kannst das Window fokussieren. Und dann erst raustappen. Faker's fine, he can't die, he can never die, he's the unkillable Demon King. Hab Faker noch nie sterben sehen, in meinem gesamten Leben nicht. Sophia Tomales Ex. Was ist mit Sophia? Wen soll sie anrufen? Thomas ist die Ex von Sophia und das sollen sie anrufen oder was? Kommt der Arrow, huge! Wir revanchieren uns Botlane, stark! Strong. Trotzdem das erste Mal, dass wir den Turm überhaupt damagen können mit Minions, also Early Game alles andere als gut gelaufen wegen dieses schlechten Level 1s, aber that's okay. It's still fine. Faker, bam. Kleiner Dissonance-Poke mit Komet Scorch. Und 3 Punkten auf der W drauf, das ist huge. Keiner kennt dieses Matchup besser als Fakadinsky. Niemand. Oriana, Azir, seine beiden besten Champions. A lot of last hits being missed there, but also testament to again Faker's laning phase, which on this Oriana we know is not great to play into. Ja, Faker ist die beste Oriana der Welt. Da haben die beiden Caster absolut recht. Macht nie Spaß gegen Faker zu lanen. Wenn du Oriana spielt, dann ist es einfach anstrengend gegen ihn zu lanen. Und das ist jetzt anstrengend gegen Guma und Keria. Hinter zu weit vorne. Und Bob. Schöner Kill da vom Piercing Arrow plus Blightstack so oben drauf. Guma und Keria. Also im 2 gegen 2 abgegrast worden, jetzt haben sie zurück abgegrast, das ist nice. Fakadinsky Mitte schon 10 CS vorne, das ist stark und er wird weiter bullen. Er hat die Wave jetzt zu seiner Seite gezogen und gefreezed und er kann dann weiter nach vorne rennen, Q wählen für Poke Damage und dann irgendwann Nocturne vorbereiten. Nice. Nice. The Nocturne, once he hits level 6 alongside this NEEKO, can really lock people down. Ich will nicht weiter der T1 gucken, macht viel mehr Spaß. Aber wer lernt denn bitte um 7 Uhr morgens? Bringt das überhaupt was? Ist dein Gehirn da schon lebensfähig? Um 7 Uhr morgens zu lernen, erscheint mir extrem useless. I might be delusional, aber Bruder. Seit wann ist 7 Uhr? Ja, seit T1 spielt. Ich habe jetzt auch mal assumed, dass der Bro anwesend war. Seit 7 Uhr. Weil T1 um 7 Uhr das erste Spiel gespielt hat. Ich bin extra zum T1 schauen und lernen aufgestanden. Fakadinsky, jetzt fängt ihn Flash. Okay, du bist aufgestanden, um T1 zu gucken und zu lernen. Das geht zeitgleich. Aber wie kannst du denn bitte deine Augen auf irgendwas anderes heften als an Faker? Hast du seine wundervollen Augen gesehen? Wie sie leuchten? Und wie schön er sich gerade auf Botlane bewegt hat, wie elegant er einfach ist? Or like the other option, right, is that the Azir has to come down, and that means that in mid lane you're also going to lose. So it's just it's lose-lose no matter what decisions you're going to make. As closer, he comes back. T1, they know they have vision. Faker Augen sind nur ein paar Sekunden im Bild, in den anderen Sekunden wird gelernt. Gut geantwortet. Sehr gut geantwortet, gefällt mir. Ist akzeptiert. Diese Antwort ist gültig. Die ist absolut gültig. So it's going to take a little while before they can mitigate this. And Zay's having a much better time here, as we can see. Up by about 9.
as he's just crashing waves into this turret over and over again. Just feels like T1 have certainly tidied up the gameplay here in game number 2 quite a lot. Not as much fast and loose gameplay. Ja, viel ruhiger diese Runde. Aber auch keine Drakes, die wir abgeben müssten. Wir wurden halt nicht permanent von Lee Sin umgebracht. Letzte Runde war er ja schon lange 3-0 in den ersten 6 Minuten. Also, das ist diese Runde deutlich besser. Zeus wird auch noch nicht gesolo-killt. Er war nämlich diesmal Base rechtzeitig. Nice. Ja, I don't think that should happen. Bro, gehen wir mal Base und kauf Items. Ey, danke den Julian the Bows. Vielen Dank für deinen Sub, Mann. Danke für den 11 Stellen. Anwesend, let's go. Dankeschön, mein Dude. Das Einzige, was es zu lernen gibt, ist Fakers Gameplay. Oder du kannst so viel von ihm lernen. Wenn du ihm einfach zuguckst, du lernst. Jede Sekunde mehr. Faker hat ein paar Minions gedroppt für seinen Bot-Roam. Dafür hat er den Flash von Hena gezogen, um Guma Music CS zu geben. Also huge Play. Huge Play. Shitter verpennt, das ist nicht zu entschuldigen, mein Freund. Frage ist, was ist die Konsequenz? Bein ab? Kopf ab? Arm ab? Auge raus? Vielleicht können wir könnten dir dein Ohr abschneiden. Zur Bestrafung. Als Zeichen der Schande. Danke an der echte Ori. Vielen Dank für dein Zeit, mal willkommen. Danke dir. Hier mit der Peitsche, okay, wie viele? Wichtiger Ult. Der wurde wirklich in die Arme von Willa delivered. Nice. Well played, clear. Und Fakeradinski hätte das flashen sollen. Oh, und er flasht über die Shockwave als Sombrero ein. Oh nein. Nein. Well played. Objektiv gesehen besser gespielt von Faker. Die Wave bounce zu ihm zurück. Das ist huge. Flash Advantage, darüber reden wir nicht. Das ist nicht wichtig. Oh, Botlane engaged gegen Guma. Oh. Okay, er ultet aber beide nach oben und die... Combo. Guck mal, jetzt Faker hat Flash verloren, aber er hat TP Advantage. Huge. Sogar schon um kurz vor 6 aufstehen, um hier zu sein. Irland ist eine Stunde zurück. Let's go, I'm so fluffy. Trotzdem anwesend, obwohl du in Irland zu leben scheinst. Well played, Bro. So loben wir uns das hier. Wonderful indeed. Einfach ein fucking Jungler in der Hand. Aber guckt auf Faker. Faker, Playmaker. Macht selbst daraus noch ein 1-2-1. Er spielt den Sombrero an. Bam. Und tötet noch den Kanonenwasser in der Mitte des Trades, weil er noch nebenbei farmt und noch nebenbei Minecraft den Enderdrachen gekillt hat. Und während er das gemacht hat, hat er noch in CSGO kurz Headshots verteilt. Während er in PUBG die K gelootet hat. Mit dem Achterding, Achterscope, Explosion. That guy, he just does not miss. Wave bounce zu ihm, mit TP Advantage, aber Flash verloren. Worth, TP hat längeren Cooldown, bevor es unleashed ist. Worth it. Faker macht doch nebenbei Malenia in Game 5 Final, ganz genau. Aber Malenia ist auch ein bisschen zu einfach. Also weiß ich jetzt nicht, also ist ja ein bisschen zu free. Hat einer von euch gestern noch Kutscher geguckt? Hat Kutscher gestern Malenia noch geschafft? Oder bei wie vielen Tries ist er jetzt? Er war bei mir 100 irgendwas, als ich reingeguckt habe. 120 oder so. Er hat's geschafft. Nice. In wie vielen Versuchen? Ich habe predicted, dass er es in unter 150 schafft, hätte ich gedacht. In 169 Tries? Ah, schade. Bisschen drüber, okay. Strong. Macht er auch diesen Level 1 Run? Nee, er macht einen High Level Run. Hat zwar nur mit Keule, aber er macht sehr viel Damage auf jeden Fall. Ich glaube auch Level 1 Run würde mich viel zu sehr tilten. Er hat ja irgendwie 1000 Deaths beim Godskin Duo. Das ist schon ein bisschen viel. Selbst Van Gogh hat sich ein Ohr abgeschnitten, weil er zu spät bei einem T1-Game war. Ganz genau. Van Gogh hat sich so gedacht, Bruder, ich bin einfach zu früh geboren. Zu früh geboren, um Faker zu witnessen. Ah, ist einfach ein schlechtes Zeitalter auch gewesen in der Zeit. Muss man sich auch vor Augen führen. Imagine, du bist so im Zeitalter geboren, wo wir das Universum erkunden oder das, wo wir die Weltmeere erkunden und du hast aber Faker verpasst.
Also ich würde lieber im Zeitalter von Faker wohnen leben, ganz bin ich ehrlich. Da bin ich komplett transparent. Dobby hat seine Hände gebügelt, weil er nicht rechtzeitig da war. Ja. Vor allem hat Dobby halt die Briefe. Die Frage war, wo hat Dobby die Briefe hergeholt in dieser Szene? War schon ein bisschen wild. Naja, ist auch egal. Is there a lot of overlap between those two groups? I guarantee there is. Tweet it. Dozens! Tweet it Chronicler if you are both an Ed Sheeran and a TLC fan. Ironically or unironically. Hey, I don't believe in ironically enjoying music. Und wir kriegen den First Turret, wenn auch etwas später als erwartet, aber ja, unser Interface wurde abgeschwächt durch den Alistair Early Game Proc. Huge End of 1v1, huge End of, dennoch, wir sind happy. Alles ist so gut. We got this. Drag ist schon weg, was macht denn bitte Fox da? Es ist zu spät. It's too late to contest Drake. It's too late. You know it's too late to contest Drake. That was teleport invested by Clear and nothing invested from T1, so they are either now... Ja, den TP benutzt, wir haben Drake bekommen, wir haben Bottom bekommen, wir kriegen Top-Turm. Außer Closer kann und Owner, er kann Zeus verteidigen, was er nicht, also nicht auf Ewigkeit kann. Mal sehen. Athos kann den Axier nämlich solo killen, wenn das... Oh, guck mal, er geht über die Wand. Ja, oh. Ah, well played, Zeus. Direkt nach dem Play gesucht, bekommt Flash. Manager Flash darauf, plus Passive Auto-Attack, plus Execute von seiner profanen Hydra, hat er vielleicht den Kill gegen Closer. Zeus ist Limit-Testing und er hat nicht Close executed, er wurde executed von Execute. Aber Fekalinski avenged seinen Topliner. Wichtig. Licht geht aus, Kiria geht rein. Faker keine Ult mehr, Jena kann jumpen, wo ist der Pissing Arrow, er trifft nur Clear. Aber Faker, he does not miss. Faker macht Pentakill. Auch sonst lachhaft. Faker. Okay, ohne den Kill. Faker macht Quarterkill. Macht Quarterkill, Faker. Er hat kein Mana mehr. Oh no. Zeit hat die Scheiße. Und wie einfach der Klon von Kiria kommt, um sich vor Faker zu stellen. Ach, scheiße, er ist trotzdem tot. Oh! Willa, Alter, hat nochmal Sanders auf den Klon ausgelöst. Weil der Klon am Ende sogar schlecht. Weil du hast einen extra Standard Skypop bekommen für die Sin. Das hat Willa ja echt gut gespielt auch. Well played an Willa. In den Fight haben wir gerade 3 oder 4 Kills geholt, ne? Well played, Bruder. Holy shit. Willa auch letzte Runde auf die Sin sehr stark. Diese Runde ebenfalls. Guter Play. Guter Play, Mann. Was für eine Prügelei, ja. No joke, also hier wird auf die Fresse gegeben. Nope, he's not dead. Selbst wenn Azir dann von der ersten Q getroffen wird, wird er nicht sterben, ne? Der würde immer rauskommen. Mit Shifting Sands kann er den Tether von Artox und infernalen Ketten immer brechen. Ja, jetzt Faker einfach mit dem Plane und Bob. Faker mit dem Auftakt Double Kill. Faker noch ewig gelebt, aber er hat am Ende einfach schlichtweg kein Mana mehr, um den Fight zu spielen. He needs more Mana. Spielt diese Runde wieder Serfs, oder spielt Faker diese Runde? Ich hab gar nicht aufgepasst. Spielt er Ludens Companion? Er wird fucking angeflasht, aber look at this. Jetzt Kera sendet seinen Klon vor Faker, damit der einfach damit er die Q tanken kann, der Klon. Aber das gibt jetzt Lee Sin mehrmals Standard Skybox, den ich hätte haben dürfen ansonsten, ne? Look at this jetzt. Er jumpt auf Kera, auttackt den Klon für Standard Sky und geht dann auf Kera auttacken für Standard Sky. Deswegen hat er einfach Heilung gehabt. Deswegen also, Wordplate an Lee Sin und vielleicht schlechte Klone. Klons? Klone? Klonies. Klons. Clowns. Twitch-Chat. Auch bekannt als Synonym für Clown. Ey, danke dir, Pride Lelouch. Vielen Dank für den Submann. Willkommen. Der Seitenhieb, ja. Kurz mal einen kleinen Seitenhieb mit verteilt. Muss ja auch mal sein, ne? Muss ja auch mal sein.
Ey, wir waren wenigstens nicht zu spät. What do you mean? Der Großteil war zu spät von allen Zuschauern gerade. Der Großteil der Zuschauer sind lachhafte Menschen, die Anwärter sich verpasst haben. Was ist eure Ausrede? Was habt ihr gemacht an einem Sonntag? Wart ihr noch Party machen? Wart ihr bis um 6 Uhr im Club oder was? Oder was, ja, noch einen trinken? Ja, war ich? Okay. Also du bist gerade dabei, auszunichten und dann gleich schlafen zu gehen. Ich meine, das wäre actually ziemlich Macher. Das wäre ein ziemlicher Macher-Move. Du bist bis 6 Uhr im Club oder so, kommst nach Hause, guckst T1, dann gehst du schlafen und bist rechtzeitig fürs Finale wieder wach. Zwischen G2 und Mad Lions Koi. Das wäre schon ziemlich alpha. Ich habe noch Faker angebetet seit 6 Uhr. Das ist auch stark. Das ist stark, das ist stark. Ganze Nacht Enshrouded gezockt. Ist das Game gut? Habe ich noch nicht angesehen. Wann ist Finale? Heute 17 Uhr. 17 Uhr LEC-Finale. Kriegen wir Soul Point. Fox will alles anspannen, guckt vor allem auf Willa. Der ist ziemlich fett. Noch nicht ein einziges Mal haben wir Oriana Nocturne bisher gesehen zwischen Faker und Owner. Wird das erste Mal? Oh, ho, ho. Ja, na, ja. Aber wir just can't lose, Leute. Wir just can't lose. Diese Kombination aus einer im Schutz der Dunkelheit reingehenden NEEKO, gepaart mit Faker, Shockwave und Nocturne, die reinfliegen, ist einfach zu OP. Das ist so viel Surprising Burst Damage und CC. Sehr, sehr stark. Jetzt einfach Nash oben drauf. T1 will hier kurz Prozess machen. Game 1 war erstaunlich knapp im Early Game, aber auch dann ein gewonnener Drake-Teamfight. Und das Game war zu Ende. Faker Zone sind weg. Willa plätt an Faker. Willa kann nicht reinlaufen ins Pit. Dann gehört uns der Nash. Die Gegner können mit den Turm und den Drachen für sich beanspruchen, aber das ist okay. Das sind zwei Trostbuster, die sie nicht würden nehmen wollen, wenn sie müssten. Aber Faker wird sogar noch Top-Turm entgegentraden. Nicht mal da. Oh, was? Ja, den Top-Turm, oder? Hätte ich auch gemacht. Ich glaube auch kurz hier den Top-Turm und dann noch eine Wave. Man hat er Deathcap. War hat er schon so Deathcap fertig. Er hat ja gerade einige Kills Nash und Turm bekommen. Das ist schon sehr viel Gold. Nash plus Top-Turm sind ja automatisch schon 600 Gold für Faker und dann noch die Minions direkt. Er farmt die extra Wave Top-Lane. Ist Faker jetzt tot für die extra Wave? Nein. He lives. He can never die. Er hat Recall Repeat für die Top-Lane Wave und der hat Deathcap fertig. Willa played Faker. Und jetzt T1 ist das beste Team der Welt bei weitem, bei far das beste Team der Welt, Nash zu verwerten. Die Jungs lassen sich nicht catchen, die Jungs buffen, wenn sie können, 3 Waves, die Pien auf Mini-Waves rauf, um Tempo nicht zu verschwenden. Kriegen bereits einen Top-Turm mit Nash, einen Mid-Turm mit Nash, gleich den zweiten Top-Turret, also es ist huge, es ist huge, es ist huge. Jetzt geht Guma rein gegen Clear, aber die Ult misst. Keria wiederum trifft seine Ult und damit ist hier der Gesandte dead. Well played an T1, die weitergehen für mehr. Da hat Fox nicht damit gerechnet, dass sie reinrotieren könnten. Jetzt geht T1 sogar auf Botlane durchrotieren. Sie hören nicht auf. They never stop. Geiler Play. Noch die Oriana-Kombo, ne? Und jetzt Follow-up von Zeus. Ist nicht wirklich gut da. Aber du hast starken Damage nach wie vor. Execute ist hier sehr, sehr low. Aber fairerweise wird an Fox. Beantworten damit den Nash. Aber ich liebe, was T1 macht. Sie sorgen dafür, dass Leute auf Toplane gehen. Sobald viele Leute Toplane sind, rotieren sie auf Mitte und shiften dann auf Botlane rauf, sodass sie einfach alle 3 Lanes zeitgleich spielen. Auf aggressive Art und Weise. Das ist einfach Weltklasse. Kein anderes Team der Welt macht solche Plays auf diesem Level und findet dann immer wieder Vorteile. Können sie noch mit oben drauf spielen und dann wieder in Toplane zurückshiften, wenn sie wollen. Aber ehrlich gesagt, wir haben schon eine 5000 Gold Nash Powerplay. Wir können einfach basen hier nach. Faker wird gekickt, der Faker hat Flash, also he cannot die. He can never die. Oh, he's dead. Scheiße. Aber at what cost? Sein Neffe ist auch noch tot, denn wusstet ihr, Chat, dass Guma und Faker verwandt sind in der 39. Generation des Gyeongju Lee Clans. Ach, krass. Ja. So ist das nämlich. T1 hat trotzdem Top-Turm genommen, jetzt geht Zeus für den Kill. Nice, Solo-Kill. Oh, wir kriegen aber 5 Turrets mit Nash, das ist so cracked.
Sind 6000 Gold Net Powerplay? Ja, es sind 6000 Gold, Leute. Aber dieses Team ist so fucking gut. 3-Mann Ult, jetzt Disengage. Die buys the space, die Analyse-Ecke. Willer will da rausgehen. Nice. We are chilling. Nice. Can't have those. It's too much. Still, that was an amazing pop, wasn't it? Willer is trying so hard. Ja, Willer wants to win, aber it's not good enough. Nicht gegen Faker. And then the follow-up here with Execute, getting Fates called into both Guma and Faker. Ends up being a really big win here. Ajax wasn't there. I don't know what the timing exactly was, but I think that Zeus teleported as that was happening towards the top side of the map. So still, it was gold positive because, of course, this is the type of game that we're dealing with because they got an inner. And they also had this follow-up play, and here you see again how aggressive this Nocturne is to play into. Funnily enough, Carrier doesn't actually do that much damage. What the fuck is this? No, Support. but he just stops them from killing Exactly, Zeus. yeah. So it's still plenty of value. Went for Shirelli as second as well. And of course there's a little bit of a healing item, but we've been so used to seeing the NEEKO mid. As he's gonna find 3 again! And another parry. Er ist einfach wild different. Dieser Keria, Mann. Warte, verlieren wir das? Well, we are losing. Wir haben nur Hähner bekommen, das ist nicht genug. 1-0 ist ein verlorener Trade auf meinem Bildschirm. Ich will mindestens ein 3-0 haben. Ja, wie lässt diese scheiß Klon-Scheiße ist von NEEKO. Oh wow, I just realized how overpowered it is to transform into Faker and make it so that there's 3 Fakers. It's 3 global taunts. 3 global taunts, true. Can't do that, Atlas. Just like, I know Valdez is a big fan of this build. It's not okay. It's if you're an AD carry and you see this, you're like, no! Just the Nocturne alone is enough to make you wins, but then add Orianna on top of it. Were we talking about this yesterday? I think we were. Ja, it's free. And then you go for the frozen Botlane TP von Faker. Zeus ist schon da. Closer rennt, aber er würde auch 1v1 sterben. Mit Faker ist natürlich der Sack gleich dazu zu machen. Nice. Alle unsere Boys haben Double Buff and we win these. We win these. And we will always win these. Junge, Pride Lelou für die 10 Nuggies. Danke dir und willkommen alle, die es erwischt hat. Danke dir, mein Freund. Danke dir für die 10 zum Noggen. Willkommen an alle, die es erwischt hat. Dankeschön auch an Barber. Danke, Leute. Vielen, vielen Dank, Pride Lelou, Mann. Willkommen zur Anwesenheitspflicht. Solo Q had it right all along. Exactly. All of those Zereths that were telling you that they're relevant. They are. Flank von Execute, aber ohne TP von Closer oder irgendwem. Ist einfach nur eine coole Line. Sie will Faker, der globale Taunt, er ist immer aktiv, aber ja. Oh, Keria, du schöner Mann. Ja, it's over. Und die Shockwave, bam, 2 Mann noch gehittet, it's over. Ja, wer kriegt POG dieses Game? Es könnten alle sein, aber I mean, eigentlich ist es Keria. War Faker wohl letzte Runde Loki robbt. Aber es ist eigentlich Keria. Faker mit dem Kill, oh, Keria-Lacher. Wurde getötet. Ja, der kriegt kein MVP von mir. Wenn man so stirbt, lachhaft. Lachhaft. POGs are sometimes difficult. This time it isn't, you know? No. And that's nice. Yeah, it's been there for a while. Ja, nee, lachhaft. Da zu sterben, weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht mit mir selbst vereinbaren. It's the man right here. It is really, I can't overstate enough how much this is reminiscent of last year in spring. Oh, it is exactly the same. Back then, it was specifically AD. This time around, we don't need Spectral Sickle. We can just slam World Atlas. Jetzt aber schnell ins Bett. Ja, alle, die gerade noch aus dem Club gekommen sind oder so, dürfen ins Bett gehen. Der Rest bleibt hier schön und hört sich das Interview mit uns an und geht dann gleich nach China rüber. Wir haben heute noch eine zweite Begegnung in Korea. Wir haben noch mehrere Begegnungen in China. Heute ist China nämlich back. DA Pell ist back in business. Und das freut uns natürlich. Und eine Explosion.
when it was played alongside. Wait, Kalista. what the That fuck? value there is very, very high, just with the fact that you can throw the NEEKO in and then immediately the Pop Blossom can come out. But NEEKO was then changed, and now it feels like you don't even need the Kalista. You can just be a NEEKO, and as long as you're carrier, you can make it work. And I feel like that little look on Faker's face was... there was a few silly things there. I just wanted to... Junge, ist das respektlos. Junge. And it was at least all right. Kuma with the slick back. Oh, there we go. That's going to get on the best celebrations of the week, isn't it? You know it is. He didn't matter at all today. He was just there. Yeah, he was. Played 2 games of Varus. Got pummeled in the first. Not even. Keria, he's too cute. Faker, he wants to get out, ne? Will nach Hause kommen. Reicht doch. Er denkt sich auch so, warum muss ich überhaupt anreisen zu diesem Studio? Ich hätte zu Hause noch ein bisschen Solo gespielt können.